So nutzt du Midjourney für dein Online-Business. In meinem letzten Video habe ich dir bereits gezeigt, wie du Midjourney, ein KI-Tool zur Bilderstellung, einrichtest. Und in diesem Video wollen wir darauf eingehen, wie du es nutzt, wie du die besten Prompts erstellst und wie du die Bilder dann bearbeitest. Midjourney ist ein Text-to-Image-Tool. Das heißt, du kannst damit deine ganzen Gedanken ausdrücken und natürlich für deine Zielgruppe darstellen lassen. Also möchtest du Bilder erstellen, wie wir in 3054 aussehen, dann gib diese Bilder als Text ein in Midjourney und der Bot generiert dir dazu Bilder. Wie wichtig ist es bitte in Social Media, richtig viele Bilder zur Verfügung zu haben? Zum Beispiel mit geht's dir so? Du fühlst dich gerade ausgelaugt, du möchtest gerne eine Veränderung haben, dann habe ich die Lösung. Und nun erstellst du mit Midjourney genau diese zwei Bilder. Die Person, die sich schlecht fühlt und die Person nach deiner Transformation, wenn du mit deinem Coaching-Angebot dieser Person geholfen hast. Also, yeah, so fühlt sich die Person danach an. Richtig coole Stockfotos zu finden, ist immer wieder schwierig. Genau solche Bilder zu finden, die dann nicht irgendwie albern oder cheesy aussehen. Deswegen ist solche KI-Tools zu nutzen auf jeden Fall richtig klasse. Midjourney ist wirklich ein hochklassiger Bot, der sehr kreative und einzigartige Bilder erstellt. Und mehr dazu dann gleich im Tutorial dazu. Verbinde verschiedene Tools miteinander, zum Beispiel Midjourney und Canva. Du erstellst das Bild auf Midjourney für dein neues Event, für deine Webinare, stellst es dann in Canva ein und bearbeitest es dort mit Text auf dem Bild. Alles ist möglich, du kannst es runterladen in verschiedenen Größen und dann natürlich deiner Fantasie keine Grenzen mehr setzen. Um Beispiele für coole Bilder mit Midjourney zu finden, solltest du dir einmal die Bibliothek angucken und einmal schauen, was andere Künstler da so hergestellt haben. Denn das ist wirklich irre, was da kommt. Und wenn du dann diese Text-to-Image-Kürzel dir einmal anschaust, dann kannst du sowas genau nachmachen. Mehr auch jetzt gleich im Tutorial, wenn ich dir zeige, wie ich ein Bild erstellt habe, als ob es Ellen von Unwert fotografiert hätte. Bist du bereit für ein paar mehr Tools aus der KI? Möchtest du die implementieren in dein Online-Business und damit dir vielleicht Zeit ersparen oder auch dich als einzigartige Marke positionieren mit nur solchen Bildern? Du kannst mit Midjourney eine starke Marke aufbauen. Du kennst es von mir, dass ich meistens in etwas Rotem auf die Bühne gehe oder irgendwie immer wieder ein rotes T-Shirt anhabe in diesen Videos. Das bildet eine starke Marke und das macht dein Branding aus. Stell dir vor, du kreierst jetzt also immer wieder mit Midjourney deine passenden Bilder, die du immer wieder in der gleichen Farbe, in dem gleichen Ton produzierst und schon wird deine Marke wirklich ins Auge fallen, weil du etwas Neues nutzt, weil du den Trend folgst. Also, hier schauen wir uns einmal an, wie du die Prompts im Midjourney nutzt, wie du die Bilder dann bearbeitest und wie du sie dann abspeicherst. Viel Spaß damit! Kommen wir zurück zum Midjourney Bot, wieder in unserem Discord, was wir entweder auf dem Desktop oder auf dem Handy runtergeladen haben. Und hier hatte ich die Frau erstellt, letztes Mal mit dem Schreibtisch. Mein letztes Video findest du hier drunter, das verlinke ich dir nochmal. Hier zum Beispiel Zielgruppe, ne, der geht's nicht gut, die hat viel zu viel Arbeit, die möchte gerne digitalisieren und so weiter. Und dann kann ich mit diesem Bild weiter arbeiten, indem ich mir das im Browser öffne und dann runterlade. So, und dann mit der Control-Taste auf dem Mac kann ich das dann runterladen, Bild speichern, runter. Wir haben jetzt ja einige Prompts für Midjourney, und zwar die Settings, also in welcher Form deine Bilder aufgenommen werden, zum Beispiel immer diese Fast-Version und so weiter. Da kannst du mal nachschauen, wie du jetzt hier deine Bilder herstellen lassen möchtest. Fotografen würden jetzt hier den Raw Mode nehmen und so weiter. High Variation Mode ist halt, es gibt starke Varianten dann, oder du gehst auf Low. Hier haben wir den Fast Mode eingestellt, damit wir schneller die Ergebnisse haben. Ja, hier kannst du dann einfach einstellen, mit welchen Tools du lieber arbeiten möchtest. Mit dem /subscribe kannst du gucken, mit welchem Account du gerade unterwegs bist. Hier kannst du deinen Account bearbeiten und nochmal irgendwie eine höhere Version kaufen. Dann kannst du hier auf Manage Account gehen. Mit dem Prompt /imagine
kommst du sofort auf einen Prompt, um ein Bild einzugeben. Und ich habe hier eben mal richtig was Cooles ausprobiert. Und zwar habe ich hier eingegeben High Fashion Photography. High Fashion Fotografie, Shoot Like Ellen von Unwert, also die berühmte Fotografin. Girl with brown skin and brown eyes in einem goldenen Anzug im Sonnenlicht, Strong Pose, Close-Up, bla bla bla, im Jahr 3054. Also diese Bilder habe ich hier eben erstellt. Ein High-Fashion-Shooting in 3054. Und ich finde es richtig cool geworden und habe dann gesagt, ich möchte das nochmal im Stehen haben. Und da kamen dann diese Mädels bei raus. Und jetzt könnte ich halt dabei gehen und sagen, ich möchte diese U2, also die zweite mit dem kurzen Jumpsuit hier, nochmal anders sehen. Also die picke ich mir raus. Und dann gehe ich hier nochmal auf Very Strong, also die Varianten nochmal in stark abgeändert. So, und ich kann jetzt hier auch ein Bild von mir hochladen und dann irgendwann sagen Blend / Blend. Ich blende die beiden Bilder zusammen. Oder ich sage, mach ein Bild so wie das mit meinem Gesicht. All das kannst du da reinfügen und einstellen. Das ist jetzt eine Frage der Tüftelei. So, und hier haben wir noch mehr goldene Models 3054. Und wenn du sagen möchtest, die sollen irgendwie älter aussehen oder so, dann machst du daraus dann halt Varianten. Also /Imagine und du gibst dann ein High Fashion Shoot. So, ich gebe jetzt einfach mal High Fashion Shoot ein. Also, die sollen vor einem Space Shuttle stehen im Jahr 3090 und im Style von Lindbergh. Geben wir mal ein, was da kommt. So, du gibst dann ein, was dir gefällt. Ich versuche hier gerade mal ein paar coole Bilder zu erzeugen, damit wir hier einen Effekt haben. Okay, das ist jetzt irgendwie nicht ganz das, was ich dachte, aber egal. Na, du siehst irgendwie, gibst mal einfach deine Ideen ein und guckst mal, was rauskommt. Also wahrscheinlich muss man den Fotografen besser benennen. Ich gebe mal ein 3090, ein Modell, was aussieht wie Keanu Reeves. Schauen wir mal, was da kommt. So, hier hast du Keanu Reeves als Piloten eines Space Shuttles. Ja, naja, geht so, ne? Da könnten wir dran arbeiten. Jetzt geht es darum, diese Bilder weiter zu bearbeiten. Vielleicht brauchst du das ja für ein Story-Format, für Instagram und so weiter. Und die Voreinstellung ist immer hier ein 1:1. Mit dem Parameter AR 9:16 kriege ich ein Hochformat hin. Es gibt verschiedene Parameter jetzt für Midjourney. Zum Beispiel den Parameter AR 9:16. Damit bekommst du ein Story-Format für Instagram hin. Du kannst jetzt in meinem Blogartikel nochmal schauen, was ich da für Parameter aufgeführt habe, denn es gibt da ganz verschiedene, die du vielleicht noch nicht kennst. Und wenn wir jetzt nochmal den Keanu Reeves hier nehmen und wir wollen das Ganze aber jetzt in diesem Format haben, also AR 9:16, dann nochmal den Keanu Reeves in Sunlight möchte ich den haben. Golden. So, und der soll auch einen goldenen Anzug anhaben. So, gucken wir, was da kommt. So, und jetzt kannst du den auch weiter bearbeiten und sagen, möchtest hier Varianten von dem ersten und von dem zweiten machen. So, und während der arbeitet, schauen wir uns auch nochmal hier den Bot an, Midjourney Bot. Und hier findest du dann weitere Hilfe über Midjourney. Hier sind die Terms of Service, Getting Started, Quick Start. Kannst du noch mal reinschauen, was du hier brauchst. So, und du kannst jetzt hier ein Bild hochladen, da zeigt er dir die URL. Das, was du kreiert haben möchtest, plus die Parameter. Also du lädst dein Bild hoch und dann, wie du aussehen musst, irgendwie dann im Clown-Kostüm, keine Ahnung was, looking sad, und dann die Parameter, in welchem Stil du die haben möchtest. Und hier kannst du noch mal mehr Parameter rausfinden. Und natürlich in meinem Blogartikel, den ich dir hier drunter verlinkt habe. Schauen wir uns an, was er mit Keanu Reeves gemacht hat. Ja, cool. Und ich finde, der sieht ihm auch richtig ähnlich, ne? Schau dir hier auf jeden Fall nochmal die Bilder an, die beim Midjourney in der Community sind. Da gehst du auf midjourney.com/explore. Hier findest du ganz viele tolle Bilder, die erstellt wurden, und du kannst dann einfach auf das Bild gehen, diesen Prompt sozusagen nehmen und daraus selbst etwas kreieren. Also wenn wir uns das hier kopieren, dann würde er etwas Ähnliches erstellen.
oder dieses hier. Wenn ich auf My Images gehe, bin eingeloggt, dann sehe ich meine ganzen Bilder hier und kannst dann da nochmal gucken, was du hier gezaubert hast und kannst das dann auch nochmal bearbeiten und hier runterladen. Lass deiner Fantasie hier mal keine Grenzen gesetzt und probier es aus. Und schreib mir dann bitte drunter, ob du mit Midjourney schon coole Bilder erstellt hast und wie du damit zurechtkommst. So, viel Spaß damit. Hat dir das Video gefallen, dann hinterlass doch mal einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal auf YouTube und hinterlass einen Kommentar, dass dir diese Videos gut gefallen haben. Ich freue mich schon riesig, dir weiterhelfen zu können, dein Online-Business aufzubauen und mehr natürlich auf meiner Webseite. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.